eine Resident Evil Meinung existiert, mit der ich konform gehe oder die mich halt wieder zur Weißglut treibt. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, hier geht es um mein Ranking aller Resident Evil Spiele. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt wirklich alle dabei sind. Bei 15 Minuten, keine Ahnung. Ne, sind jetzt halt ist Deadly Silence mit dabei als separates Spiel? Ist da Gaiden mit dabei? Sind die Survivor-Titel alle mit drin? Ne, sind die Online-Titel? Also, ne, so die Frage, müssen wir mal gucken, aber ja. Let's go. Lass mal kurz gucken, ob das mit der Audio stimmt. Is amazing. Ich glaube, ich kann ein bisschen runtergehen. It's a franchise that took many risks and has blessed our lives with hours of scary entertainment. This series has had its ups and downs, but at the end of the sunrise, Resident Evil has done so much for the gaming industry. Hello, my name is Manny, and today I'm going to rank every single Resident Evil game, giving my quick and honest review of every mainline entry. This is part 1, and today I am only going to rank the mainline games. And yes, some of you guys might hate me for this, but I do consider Resident Evil Code Veronica to be a spin-off, so I will not be ranking that game today. If you guys want a part... My man, my guy, my dude, my friend. Also, Code Veronica ist wirklich objektiv gesehen kein Spin-off-Game. Weil wenn du jetzt nämlich Nemesis drin hast, dann hast du das Spiel, das ursprünglich als Spin-off-Spiel gestartet ist und erst später in der Entwicklung gegen Ende die Nummer 3 hinzugedrückt bekommen hat und auf einmal mussten sie noch mehr Content reinpacken, weil sie eigentlich gedacht haben, oh, wir machen ein schnelleres Action-Game da draus, was wir als Spin-off für vielleicht ein bisschen weniger Geld irgendwie raushauen können. Und nein, jetzt ist es ein Mainline-Title. Und Code Veronica war das große, neue Mainline-Spiel, was die Handlung wirklich voranbringen sollte, was die Handlung wirklich fortsetzt und eben für die Dreamcast das erste große Next-Gen Resident Evil war. Es ist kein Spin-off. Fängt schon gut an. Part 2, where I rank all of the spin-off games, then be sure to leave a like on the video and comment below your official rankings of the mainline Resident Evil games. But without further ado, let's get to it. Resident Evil 0. Wir fangen also spielechronologisch an und nicht serienchronologisch. Okay. Okay, würde ich so nicht machen, aber okay, kann man machen. Oh boy, Resident Evil 0. Don't get me wrong, you know, I think it's a decent game, but the game definitely has a good amount of flaws. For me, the biggest thing is they took away item boxes, and I remember just in that game dropping so many items and then having to backtrack and then go back and then re-pick up those items. It was extremely tedious, and also, like I said, having no item boxes, I mean, come on, man, that's a staple in the Resident Evil franchise. Es geht nicht darum, dass es ein Staple ist, ich verstehe die Idee und den Ansatz dahinter. Und an sich ist das eine Idee, die gut klingt, bis du dann zur Ausführung kommst. Wahrscheinlich war es dann einfach schon zu spät in der Entwicklung und man musste eben dabei bleiben und andere Sachen hätten vielleicht nicht so gut funktioniert. Aber, Alter, das führt einfach nur dazu, dass der komplette Entrance Hall voll mit Items ist. Du siehst alles blitzen, du weißt nicht mehr, was wo ist und du kannst nur ein volles Inventar mit ins nächste Gebiet nehmen und eben nicht die komplette Itembox, wie es früher war. Das heißt, der meiste Kram, auf den du aufgepasst hast, fällt dann wieder zurück und kann nicht mitgenommen werden. Oh, it fucking sucks. The gameplay was pretty good. It played just like the Resident Evil 1 remake. I like the whole concept of being able to switch between two characters. That made me really want a co-op mode for Resident Evil 0. The enemies were pretty cool, nothing too crazy. I mean, you have a giant bat, you have the tyrant, you have leech enemies, and the final boss wasn't the craziest. I mean, I thought the final boss was kind of underwhelming. I don't hate the game, but I don't love it. It has a lot of flaws, but it... Ich bin ja Freund von Letterboxd, aber warum hast du das Spiel geletterboxt, ohne dessen Aspect Ratio anzupassen? Also da waren ja oben und unten wirklich was abgeschnitten. Ist das so der Kanal? Keine Ahnung, ist das irgendwie der Stil vom Kanal? I don't know. Also has some cool things about it. I'm gonna have to put Resident Evil 0 at, I'd say a B. Yeah. Nee, hier, das geht nicht darum, was das Niedrigste ist. Du siehst, das ist in der
chronologischen Reihenfolge. Das heißt jetzt eben das originale Resident Evil Remake, weil die ja zusammen sind. Genau, dann die beiden Remakes, die beiden mit dem Remake zusammen. 4, 5, 6, 7, 8, ja. Yeah, I think a B right in the middle grounds is pretty good. Ist okay. Ist okay. Ich glaube, ich würde es vielleicht. Ich müsste es nochmal spielen. Here we go. Back to basics. Resident Evil 1. Jetzt bin ich gespannt. This is the game that started it all. If this game never existed, or let alone wasn't successful, this franchise would not be a thing. One thing I really like about Resident Evil 1 is it feels so claustrophobic. It feels mysterious. It makes you curious. It brings out the best of our curiosity. What's in that next room? What is that noise? What's down that hallway? And the dogs jumping through the window is still one of the most iconic scenes out of the entire franchise. I could sit here and pick out this game's flaws, but we need to remember that this game came out in 1990. Dieses Video hat 400... Alter, ich muss mehr Ranking-Videos machen. 400.000 bei einem Kanal, der 20.000 Abonnenten hat. 417.000 Aufrufe von diesem Mai. Alter, ich muss ein Resident Evil Ranking-Video machen, das geht nicht. Das geht so nicht. Obviously, PlayStation 1 games have a lot of flaws, but when you take it for what it is and compare it to the overall franchise, so while it's not one of my favorites and it's not one of my go-tos, I'm gonna have to give Resident Evil 1 an A ranking. Yeah, baby, da würde ich es auch hinpacken. So, wenn das jetzt irgendwas außer S wird, dann wird der Kanal gelöscht. Resident Evil 1 Remake. But guys, this is the Resident Evil 1 Remake. This is, in my opinion, and arguably the best Resident Evil remake ever made. It simply took the original source material and just did it better. It didn't take anything away. It didn't do anything worse. It enhanced what made the entire franchise what it is. It reworked the puzzles, added new rooms, new locations, new enemies. You have Lisa Trevor, you have the Crimson Heads, and just so many different cutscenes and scenarios in the entire game. This is one of those games that I could just sit down with a cup of hot chocolate on a peaceful 2 a.m. morning and just sit back and play this game. As crazy as that sounds, this game is extremely relaxing. Between the music and just the overall gameplay, I absolutely love the Resident Evil. Wenn du Resident Evil Spiele anfängst, so 1-2 Mal durchzuspielen, und du fühlst dich wohl in diesen Spielen. Du kannst das einfach einlegen und du weißt genau, wo alles ist, wie die Gegner reagieren, wo die irgendwie sein werden. Und du kannst da einfach eintauchen und dich so ein bisschen wohlfühlen. Evil 1 Remake. And you could probably tell where I'm gonna put it. This game is going to be put in the S ranking. This is one of my favorite Resident Evil games of all time. And I didn't play the Resident Evil 1 Remake until 2015. I know it sounds like I'm a new Resident Evil fan, but I've been with this franchise ever since like 2004. So it's probably weird hearing me say that I've just recently played these games in the past few years, but I've studied these games in and out, and I understand why fans love these games so much, including myself. So yeah, Resident Evil 1 deserves the S ranking. Resident Evil 2. Können wir bitte aufhören mit dem 16:9 bei PlayStation 1 spielen? Vor allem mit dem Intro, was offensichtlich nicht dafür aus... Können wir einfach bitte mal damit aufhören? Können wir einfach mal bitte mal weiterfangen, PS1-Spiele in ihrer originalen 4:3 Auflösung zu zeigen. Bitte. Einfach so als Gesetz. Oh boy, Resident Evil 2, the original. Now this one's tough for me because I still don't know if I like it just as much as the remake or if I like it better. Resident Evil 2, in my opinion, is an amazing game. Once again, even if you don't like the gameplay, the game still has a lot going for it. RE2 is a lot of people's favorite Resident Evil game. It's extremely iconic. Between the dialogue, the characters, the locations. Das sieht so cursed aus mit dem 4:3, aber dann Letterboxd. So, warum? Was ist das der Stil von dem Kanal? Dann mach doch pass es doch an. Du kannst doch Letterboxd machen, aber das doch trotzdem anpassen. Aber das, also gerade 4:3 und dann so Letterboxd drüber wirkt einfach so weird. The enemies, the music. I mean, do I really gotta go on? I love this game to death, and I can't get enough of it. The aesthetic and just everything about it is absolutely amazing. This game adds so much to the lore. It gave us fan-favorite characters like Leon and Ada Wong and Claire Redfield. So I like this game better than the original Resident Evil 1, but I like it a little bit less than the Resident Evil 1 remake. But there is no doubt that I am still going to put this game in the S ranking. Deserved.
Also bisher würde ich es genauso machen. Also bis auf Zero, das muss ich halt nochmal spielen, aber ich würde es entweder auch so... Oh boy, the Resident Evil 2 remake, the game that I actually criticized. But like I've said in the past, and I still stand by my points, I love the Resident Evil 2 remake. It is my second favorite remake, and I think it is simply one of the best Resident Evil games ever made. However, it still suffers from the same issues that the Resident Evil 3 remake had. There were cut enemies, cut locations, and you could tell that the developers definitely cut corners. I don't know if you guys knew this, but they actually finished the script a year before the game came out. That means the developers finished the script in 2018 because they canceled certain parts of the game and they were reworking a lot of the game. So this game was definitely rushed to a certain degree. I'm not saying the entire game was rushed, but... Alter, die haben mit der Entwicklung von dem Spiel angefangen, nachdem das Resident Evil 1 Remake so erfolgreich war. Wann war das? 2015? So, natürlich ist das Skript ein Jahr vor dem Release fertig. Was denkst du denn? So, das muss alles gelockt sein dafür, dass du das Mocap machst, das Voice-Over. Alles dafür musst du... Natürlich kommt da nicht noch irgendwas hinzu. Es werden, wenn noch, Sachen rausgeschnitten, aber einfach nochmal im letzten Jahr nochmal neues Mocap machen? Was? Definitely a part of the game was definitely rushed, and you could feel it. The second scenario was very familiar to the first scenario, and they cut out certain enemies, like I think there were giant moths in the original game. They cut out giant spiders, but with that all being said... Cut back to, oh, ich liebe dieses Spiel so sehr und ich spiele es die ganze Zeit. Oh, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche Gegner wie den Typen gab oder so. Also, die haben auf jeden Fall, dass sie das Zapping-System nicht drin haben, ist mega schade. Und das gerade drin zu haben oder auszubauen, hätte dem Spiel die Möglichkeit gegeben, noch besser als das Original zu sein. Aber ich finde jetzt nicht, dass das ein Zeichen ist, dass das Spiel gerusht wurde in irgendeiner Form. Also dafür ist das Ding zu polished. Das Resident Evil 2 Remake ist, also gerade wenn du das mit 3 vergleichst, das ist so fucking polished, dieses Spiel. Es ist einfach wahrscheinlich Dinger, die sie dann, ja, nicht mehr geschafft haben, weil das Ding war schon lange Zeit in Entwicklung, hat Geld gekostet. Und jetzt nochmal das komplette Zapping-System reinzunehmen. Vielleicht war es auch einfach bei den Entwicklern nicht im Vordergrund. Kann auch sein. So, weiß man nicht. Ist halt, aber darauf zu schließen, dass es gerusht wurde, also finde ich sehr, I don't know, würde ich vor einem Richter nicht durchbringen wollen. Said, this game has a lot of strengths. It has amazing cutscenes, solid boss fights, great gameplay, the way the puzzles are done, an amazing ending, a great ending soundtrack. Even though this game has quite a bit of flaws, it is still such an amazing game, and I've put almost 200 hours into this game. And if this was the only game that I could play for the rest of my life, I would not be mad. So I'm gonna give the Resident Evil 2 Remake an S ranking. Würde ich's auch hinpacken. Ich bin, glaube ich, auch noch so, dass ich 2 noch ein bisschen besser finde. Ich bin nicht ganz sicher, das kommt immer drauf an, jedes Mal, wenn ich eins von den beiden spiele. Aber die sind für mich halt beide definitiv S. Also so, wie gesagt, Zero muss ich noch mal gucken, B oder C, aber bei den restlichen 4 gehe ich auf jeden Fall einher. Resident Evil. The original Resident Evil 3. Oh boy, this is where things get real spicy going on. Once again, I played Resident Evil 3 Nemesis when I was a kid. I was about, I don't know, 4 or 5 years old when I played it for the first time. Not until years later when I bought my PlayStation Vita and then I replayed the game and actually finished it. This game has a lot going for it, and even though I think it's a little bit worse than the original Resident Evil 2, this game still has a lot of amazing concepts. First of all, the Nemesis takes the entire spotlight in this game. Yes, Jill is an amazing character, but Nemesis is in the title for a reason. I also like the whole choice aspect of the game. It added a lot of replay value to Resident Evil 3. The dodge mechanic was clunky, but it was still a nice addition. And the game had more action elements, which I was okay with. And also, that save room theme, oh my god. One of the most iconic soundtracks out of the entire franchise. Not a perfect game, definitely not my favorite, and definitely not a bad game. So I'm gonna give Resident Evil 3 Nemesis an A ranking, right alongside Resident Evil 1. Ich mag Nemesis, aber ich würde es nicht so gut wie den ersten Teil. Also lange nicht. Das wäre für mich eher maximal B. Nemesis ist das Original.
Okay, so this is where I'm gonna get a little more critical. Resident Evil 3 Remake. Oh boy. If you've been watching my channel for a minute now, you probably know where I stand on this game. I think it is a horrible remake, but I think it is a great video game. It has great cutscenes, some of the best acting out of the entire franchise. Still has really fun gameplay. I love the dodge mechanic. I love the set pieces, the graphics. I mean, there's so much going for this game, but the biggest complaints that I have is the remake aspects. There's no clock tower, there's cut enemies, cut bosses, and the only two bosses in the game that I enjoyed is the first one where you fight Nemesis when he's using a flamethrower, and the final boss where Nemesis is like a giant goo monster. The gore was toned down, which also sucked because I really love the gore and the physics in the Resident Evil 2 Remake. Alter, dafür hast du den geilsten Gore am Ende. Dieser fucking Power-Move, wenn sie diesen riesigen Blaster in ihn reinschießt und durch 3, 4 Layer von Stahltüren irgendwie durchgeblasen wird und du siehst diesen kompletten Goop irgendwie rumliegen. Also das Ende von dem Spiel ist fantastisch. Aber ja, das war definitiv nicht als irgendwie so ein riesengroßes Ding geplant. Und mehr nochmal als Add-on dazu oder sonst was. Und das ist so, ja, okay, alles klar. Mussten Dinge rausgeschnitten werden. Ich find's fein. Ich find's vollkommen fein. Das ist ein gutes, angenehmes Spiel. Da ein paar Mal durchzulaufen, wäre jetzt nicht eins, wo ich sage, oh, da renne ich mit Entscheidungen oder sowas durch, sondern mehr, da habe ich meinen geplanten Weg und dann ziehe ich den irgendwie durch und es ist nicht adaptiv, wie ich irgendwas mache, aber es ist immer noch super fun, das ein-, zweimal oder so durchzuspielen, deswegen, also das wäre für mich, ich muss sagen, ich stimme halt vollkommen zu mit den Remake-Sachen, ne, als Remake hat das mehr Probleme, aber so für sich stehend, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass irgendwelche gewissen Dinge fehlen würden, I don't know. Es gibt diese eine Krankenhaussequenz mit Carlos, die ich scheiße finde. Ich weiß, dass Janneke das Spiel alleine schon 6 Punkte abziehen würde, nur wegen den Haaren von Carlos. Die hat sie damals, also Janneke hat die so gehasst, ich durfte mir eine komplette PowerPoint-Präsentation darüber ansehen. Aber ich würde es, glaube ich, immer noch genau auf B-Tier packen. So even though I think this game is a terrible remake, I think it's still a great video game, and I feel like nobody can deny that. It has amazing set pieces, the graphics are really good, the audio design is amazing, the cutscenes are fantastic, the character dialogue and the character interactions are the shooting is fucking garbage. Awesome. So just like Resident Evil 0, it's not a terrible game, but it's not my favorite. So I'm gonna have to put Resident Evil 3 Remake at a B ranking, right alongside Resident Evil 0. Resident Evil 4. Okay guys, like, you know what's coming up next, right? Come on man, Resident Evil 4. Ich würde das einfach in S legen und weitermachen. Gar nicht erklären, einfach S und weiter. Und wenn dann jemand fragt, warum, bannen. This is the first ever Resident Evil game that I finished. I was looking through my game collection in 2008 and I came across this video game on the PlayStation 2 called Resident Evil 4. This is the game that I played the most out of my entire Leute, die als erstes die PS2-Version gespielt haben. Ich glaube, das ist so. Wir können leider keine Freunde werden. Ich weiß, es ist Circumstances gewesen, aber nee. Leute, die zuerst auf der PS2-Version Resident Evil 4 erlebt haben, das ist. We are not the same. Entire life. I couldn't tell you how many times I've beaten this game. Like, I've played this game back to back to back to back. I could literally play this game for the rest of my life, and only this game for the rest of my life. I think this story is amazing. This game is not perfect, but I think the story, the gameplay, just the characters, the enemies, the boss fights, the sound design, the aesthetic, the locations. I mean, this game has so much going for it. I'm not... Diese Reviewer-Sachen so. The gameplay, the visuals, the audio, the story, the gameplay, the visuals, the graphics. So bloß bitte nicht zu spezifisch werden. Bitte nicht in den Videos zu spezifisch werden. Das ist genau gut so. Am besten noch ein bisschen oberflächlicher bleiben. Das gefällt mir ganz gut. Saying Resident Evil 4 is a perfect video game, but for its time when it came out, it definitely was a perfect video game. And even to this day, for what it is, Resident Evil 4 is a very perfect video game in my eyes. And if it's not obvious already, Resident Evil 4 isn't just my favorite Resident Evil game. It is my favorite video game of all time. Drop a like right now if Resident Evil 4 is your favorite Resident Evil game. I
really want to know if I'm the only one. If it's not obvious already, Resident Evil 4 is not just getting an S ranking. It is being put at the front of the list. Das ist korrekt. Sollte eigentlich genauso mit Remake gleich sein. Resident Evil 5, oh boy. So a lot of people do not like this game, and I might be in the minority here, but I think Resident Evil 5 is a great successor. Oh, das geht mir ehrlich gesagt, ich kann das alles, jede Meinung irgendwie erstmal so, oh, das könnte kontrovers sein und oh, genau wie jeder andere mag ich das auch. So, das kannst du an ein paar Punkten, keine Ahnung, wenn du halt wirklich gegen den Strom schlägst oder so und dass das vielleicht auch nochmal nicht so gerade bekannt ist, dann bring das nochmal gerne an, aber einfach so bei jedem Ding. Das ist so das. So, ich hätte 0 Gründe, nach so einem Video den Kanal zu abonnieren, weil ich einfach nichts daran sehe, wo ich mir denke, oh ja, da will ich noch mal irgendwie eine interessante Meinung oder so dazu hören. To Resident Evil. Und Janneke, was hast du zuzutragen zu Resident Evil? Was? Du hast die noch? Ich hab hier keinen. PDF oder PowerPoint oder JPEG? Gib mir die einfach als JPEGs, dann können wir die gleich mal. Schick's mir dann einfach. 4. Now, what I mean, yes, Resident Evil 5 is a very action-oriented game, but I think, arguably, Resident Evil 5 has better cutscenes and dialogue than Resident Evil 4. I think Resident Evil 4 has a simpler story, but RE5 has so much going for it. I think the boss fights are really fun, for the most part at least. The audio design is amazing. I mean, playing this game with headphones is like, whoa. But the sound design, I think the graphics, the character interaction. The sound design, the graphics, the characters, the story, the gameplay, the characters. Have I talked about... Haben wir Tanzapfen schon erwähnt? The dialogue, the flashback sequences, the DLC. I mean, Lost in Nightmares is arguably the greatest Resident Evil DLC ever made. There is just so much about this game that I love. But once again, I don't think it's the worst Resident Evil game, and it's definitely not the best. But I still think it's a solid Resident Evil game. Surprisingly enough, I'm going to have to put Resident Evil 5 at an A ranking. Ooh. I know that might seem shocking, but that is my honest review. Ich muss Resident Evil 5 nochmal spielen, ganz ehrlich, bevor ich da was Definitives zu so sage. Resident Evil 6. So let me just tell you guys right now, give you guys a little sneak peek on my honest taste on this, game, Resident Evil 6. Surprisingly enough, I actually really like Resident Evil 6. So what that means is, personally, I really like Resident Evil 6. But from a critic standpoint, I don't think it's a great Resident Evil game at all. But the thing about this game is, once again, I think it has amazing cutscenes. Even if you don't like the gameplay, even if you don't like the overall, action elements, this game is still crazy and chaotic, and it's still some of the most fun gameplay the entire series has seen. I mean, the Mercenaries mode is some of the most fun I've ever had in a bonus mode. So this game's complicated. I think even as a video game, it has a lot of flaws, but man, the gameplay is just so much fun. But I do like this game a little bit less than Resident Evil 5, so I'm gonna have to give this game a B ranking. War das gerade wirklich B für Resident Evil? Resident Evil 6 auf derselben... Guck dir mal an, wie frei das noch hier ist. Guck mal an, wie viel Platz da ist. Ich finde eine 6, das ist eine sehr große Zahl, die auch etwas Platz braucht, die sehr viel Schwere mit sich bringt, die sich auch einfach mal ein bisschen ausbreiten muss, die einfach hier oben so festzuengen, das gefällt überhaupt nicht. Also man sollte das mindestens einmal so ein bisschen so hier, so, ups, wo ist es denn da hingefallen? Das ist so, oh, but the Mercenaries Mode. Alter, die ganze Kampagne von dem Spiel ist so eine Katastrophe von vorne bis hinten. Aber die Leon-Kampagne ist noch mit die schlimmste. Oh, Alter, die erste Stunde Leon-Kampagne, wo einfach nichts passiert, wo ich einfach nur Walkie-Talkie-Sequenzen habe. Oh, wenn ich einfach nur darüber nachdenke, Resident Evil 6 nochmal durchspielen zu müssen, wird mir schlecht. Oh, D-Tier. E-Ranking. Revelations ist F-Tier.
Guys, are we just going to ignore the fact that Resident Evil 7 literally revived the entire Resident Evil franchise? Oh, I'm gonna hate Resident this, Evil aren't I? 7 literally picked up the franchise and put it back on its feet. Resident Evil 7 said, hey, get up, soldier. We need you back in the battle. Man, I cannot tell you how much hype I felt before this game came out. Look, I love everything about this game except the third act, but I think the first 2 acts are some of the strongest set pieces out of the... Junge, du musst dir das einteilen. Du musst dir das einteilen mit deinem Look und I know that und ich weiß die meisten Leute und ich und so und als ich damals und hier und heute. Sag einfach eine interessante Sache zu dem Spiel, bitte. The gameplay, the characters, the audio design, the visuals, the graphics, the story, the gameplay. Entire franchise. I love the gameplay. I love the soundtrack. I love the music. I love the boss fights. But yeah, this is not a tough ranking at all. If it's not obvious, I love a lot about this game. So I'm gonna have to give Resident Evil 7 an S. Oh. Ich würd 7 momentan auf. Es ändert sich jedes Mal, wenn ich spiele. Aber wenn ich einfach nur das Hauptspiel betrachte, dann würde ich es, glaube ich, momentan auf C setzen. Also wenn ich so End of Zoe DLC dazu packen kann und dieses Jack's Birthday und so mit DLC, ja, würde ich vielleicht auf ein Beet hier hochgehen. Aber das Spiel hat generell Probleme und dann einfach nach dem Bosskampf gegen Jack ist es einfach, it just shits the bed so hard. Und es wird einfach immer schlechter. Du bist in dem Tanker und es ist schon so, oh Gott, jetzt muss ich wieder hier rumlaufen und die Scheiße suchen. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel an diesem Part bin, das ist einfach der Spielspaß, der ist einfach so nach unten. Und dann kommt diese Salzmine, wo du einfach nur noch einen schlechten Shooter spielst, wo ich wirklich, das ist auf dem Niveau von einem Spiel wie Rogue Warrior. Das ist wirklich, also da habe ich von diesen schlechten 360-Shootern Besseres gespielt. Die sind besser als das Schießen in Resident Evil 6. Und wenn du dann am Ende nur noch als Shooter durchrennst, ist es so unfassbar kacke in dem Ding. Deswegen, also 7 würde ich momentan auf C setzen. Und wie gesagt, mit dem DLC dann vielleicht. So die Gold-Edition kommt hier hin und die C-Edition und die Standardversion kommt hier hin. Oh. Ranking. Ich finde, ihr liegt alle falsch. Village wird sowas von mindestens auf B landen. Also wenn ich jetzt die restlichen Sachen davon gesehen habe, wenn ich so weiß, weißt du, wenn du dich nicht mal traust, 6 unter C zu setzen und dann 7 auf S setzt, no chance in hell, dass das nicht mindestens A wird. Wahrscheinlich wird es auch S. Oh, Ding gehört in fucking D-Tier. D für dieses Spiel ist Dreck. Alright, here we go. Last but not least, Resident Evil Village. Last I've said but that, definitely yes, last. I love Resident Evil Village, but it does have some flaws, just like pretty much every other Resident Evil game on this list. But what's weird about Resident Evil 7 and Resident Evil Village... Ja, aber ich dachte Resident Evil 4 wär perfekt. Was ist denn da los? Jetzt hat das doch Flaws. You're contradicting yourself, my man. Einfach damit du deine Floskeln benutzen kannst, weil du nicht richtig schreiben kannst. Nein. is the things that are weak about 7 are strong in 8, and the things that are weak in 8 are strong in 7. For example, I think Resident Evil 7 is a much scarier game than RE8, but I also find RE8's gameplay to be much more fluid and intense than Resident Evil 7. Es ist dasselbe beschissene Gameplay. Es ist dasselbe Gameplay. Das fühlt sich in beiden Spielen komplett gleich scheiße an. What the fuck are you talking about? 7. When this game first came out, literally like the first 3 weeks after it came out, this was the only game I played, and I couldn't even. Ich muss wirklich mal gucken, ob ich weiß nicht, ob 8 auf meinem PC läuft. Ich weiß nicht, ob 8 auf meinem PC läuft. Ich weiß, dass das RE-Engine, genau wie eben auch die MT-Framework-Sachen halt gut
in den PC-Ports eigentlich auch mit niedriger Hardware ein bisschen besser laufen. Ich glaube, 7 sollte ich problemlos alles, was auf der Xbox One lief oder so, sollte ich auch auf dem PC jetzt zum Laufen kriegen. Bei Village bin ich mir nicht sicher, obwohl das hatte ja auch einen Xbox One-Port. Ich würde einfach nur mal gerne wissen, ob sich 7 und 8 einfach mit Maus und Tastatur besser steuern, dass du diesen kompletten Weapon Sway und sowas nicht drin hast. Das Trefferfeedback wird einfach immer noch scheiße sein. Das geht nicht weg, das kriegst du euch nicht weg, aber dass zumindest das Zielen angenehmer wird. Weil holy fuck, fand ich das auf dem Controller, also zumindest auf dem Xbox-Pad, war das eine Katastrophe. So, das PS5-Pad, PS5-Version habe ich beim Kumpel mal ausprobiert, das hatte zumindest noch so die DualSense-Features. Aber, also die Xbox-Version fand ich, hat sich grauenhaft gesteuert. Aber das finde ich bei 7 halt auch. Tell you how many times I've beaten this game. I have seriously never been that hyped for a video game before. And do I think it lived up to the hype? Ich muss mal gucken, vielleicht, wenn es wieder in einem, was kosten die denn aktuell? Warte mal, ich glaube, ich packe mir die einfach mal auf die Wunschliste 7 und 8. Das ist es vielleicht wert, warte mal. Resident Evil Village. Das ist doch ein fucking Capcom-Spiel. Das wird doch wahrscheinlich alle 2 Sekunden im Sale drin sein. So, wenn es jetzt nicht ist, dann wahrscheinlich am Ende vom Stream. Nee, es ist momentan auf Vollpreis, aber ich pack's mir mal auf die Wunschliste. Dann sollte ich es zumindest sehen. Oder gibt es so ein Komplettpaket. Aber es gibt so ein Resident Evil Village und 7 Paket. Oh, 7 ist gerade runtergesetzt. 7 ist gerade runtergesetzt auf 10 Euro. War das schon mal günstiger im Steam-Sale? Ich liebe das, dass es gerade einen Resident Evil Sale gibt, aber Village ist nicht im Sale, obwohl das Spiel ein Jahr alt ist. That's disgusting. Ich weiß nicht, war das schon mal günstiger als 7 Euro, als 10 Euro? Ist das günstigste dafür? Ich glaube, dann hole ich mir einfach mal, dann hole ich mir, glaube ich, mal für 10 Euro nachher ich lege mir das schon mal in die Karte rein, dann hole ich mir, glaube ich, nachher mal die PC-Version von Resident Evil 7 und dann probiere ich es einfach mal aus. Weil wenn ich das bei 7 schon merke, dass sie es nicht gut steuert, dann brauche ich mir 8 erst recht nicht am PC holen. Und wenn ich das Gefühl habe, hey, 7 jetzt am PC, damit kann ich zumindest ein bisschen mehr was anfangen, dann könnte ich mir mal Village auf dem PC holen und dann kriege ich zumindest eine etwas bessere Erfahrung, um das nochmal nachzugucken. Aber das macht die restlichen Fehler im Design halt nicht weg. For the most part, yeah. It's not a perfect game, but look, surprisingly enough, I'm gonna have to put Resident Evil Village at an S ranking. Reden wir nicht mehr drüber. Reden wir einfach nicht mehr drüber. Ist vollkommen okay. Wir haben genügend PS1-Spiele noch zum Angucken, Leute. Oh.